Willkommen bei Stuttgart 21. Am Gebhard-Müller-Platz nimmt die Oströhre des B14 Straßentunnels sichtbar Form an. Die Deutsche Bahn modernisiert und verlängert hier den bestehenden Tunnel. Die Weströhre ist bereits fertig und für den Verkehr geöffnet. Nun laufen die Arbeiten an der spiegelbildlichen Oströhre. Die Baustelle ist in 4 Baubereiche gegliedert: Rampe, Tunnel, Bestand sowie Bestandsrampe. Deshalb arbeiten verschiedene Teams gleichzeitig an Rohbau, Baugrubensicherung sowie an der Sanierung der Bestandstunnel. Wir befinden uns jetzt hier aktuell in dem Bereich, der neu gebaut wird. Wir stellen aktuell hier die Bodenplatten, die Wände und auch die Decken her. Zunächst bauen die Fachkräfte die Schalung auf. Sie gibt dem frischen Beton später seine Form. Wir bauen den Tunnel hier in der sogenannten offenen Bauweise. Das heißt, wir heben eine Baugrube aus und dann finden die Betonierarbeiten ganz klassisch, wie ihr es vielleicht auch vom Hausbau kennt, statt. Wir haben hier hinten die Stellschalung. Die Stellschalung ist das Grundgerüst. Die wird auch am Anfang aktiv vom Vermesser eingemessen, dass wir uns ganz sicher sind, dass sie richtig steht. Anschließend montieren die Arbeiter die Stahlbewehrung rein, damit das Betonbauteil auch gut auf Zugkräfte bemessen ist. Und anschließend wird die Schließschalung angebracht, die das ganze Bauwerk abschließt. Sobald wir damit fertig sind, kommen wir zur Betonage. Dann starten hier die Betonierarbeiten und wir füllen das Ganze mit einer Betonpumpe auf. Die Teams verdichten und glätten den Beton. Ist dieser ausgehärtet, entfernen sie die Schalung wieder. Dann beginnt derselbe Ablauf im nächsten Bauabschnitt. Schalen, bewehren, betonieren. Nach wenigen Tagen ist der Beton dann erhärtet, dann können wir die Stellschalung und die Schließschalung abnehmen. Und wir sehen dann jetzt hier die Betonoberfläche, wie sie im fertigen Zustand ist. Wir sind jetzt hier am Rand der Baugrube, schauen uns jetzt einmal im Detail die Verbauarten an. Hier seht ihr jetzt den Essener Verbau, den wir hier verwendet haben in großen Teilen. Der Essener Verbau zeichnet sich dadurch aus, dass er 2 U-Profile hat, rechts und links. Die werden in der Mitte durch eine Stahlplatte, die alle paar Meter angebracht ist, zusammengehalten, die hier verschweißt ist an diesen Teilen. Und zwischen dieser großen Lücke haben wir dann den Vorteil, dass wir diese Stahllinsen einbringen können. Dadurch schaffen wir eine Rückverankerung und können so die Baugrube ordentlich sichern. Der Unterschied zum Berliner Verbau ist dass beim Berliner Verbau diese beiden U-Profile rechts und links nicht getrennt sind, sondern direkt zusammen sind und wir so keine Lücke in der Mitte haben. Daher können wir dort keine Rückverankerung schaffen. Das ist allerdings kein Problem bei Baugruben, die nicht so tief sind. Das heißt, gerade am Anfang der Tunneleinfahrt, wo wir noch nicht so tief rückverankern müssen oder nicht so tief eine Baugrube haben, können wir hier auf den Berliner Verbau rückgreifen und so uns Arbeiten, die die Rückverankerung sparen. Wir befinden uns jetzt etwas näher am Tunneleingang, etwas tiefer drin und links von mir seht ihr aktuell unseren Verbau. Die Verankerung entsteht mit dieser großen Maschine hier. Als erstes wird im 45-Grad-Winkel ein Loch in den Boden reingebohrt und anschließend werden die Stahllinsen eingeführt. Diese werden dann noch mit Beton verfüllt, um sie fest sitzend zu machen. Hier seht ihr dann auch direkt die Stahllinsen. Die müssen jetzt noch einmal auf Spannung gebracht werden und dann ist die Verankerung perfekt. Gleichzeitig schreitet die Sanierung des bestehenden B14-Tunnels voran. Wir befinden uns jetzt im Altbau, also dem alten Tunnel, der saniert wurde. Ende März haben wir euch bereits mit einem Video informiert, wie die Wand hier saniert wurde mit dem Hochdruck-Wasserstrahlverfahren. Der Wasserstrahl löst den alten Beton präzise heraus, ohne die darunter liegende Stahlbewehrung zu beschädigen. Anschließend reinigen und entrosten die Teams die freigelegte Bewehrung. Danach bauen sie die Betonflächen wieder auf und stellen eine tragfähige, gleichmäßige Oberfläche her. Erst dann folgt die Beschichtung. Sie schützt die sanierten Betonflächen und bildet eine widerstandsfähige Oberfläche. Neubau, Verankerung und Sanierung laufen parallel. Am Gebhard-Müller-Platz ist derzeit viel in Bewegung. Wenn ihr auch in Zukunft keine Neuigkeiten mehr rund um das Großprojekt Stuttgart 21 verpassen möchtet, dann abonniert gerne den Kanal.